So, der Heli ist fertig aufgebaut, wie ihr gesehen habt. Die Mechanik steht fertig auf dem Tisch. Jetzt wird es Zeit für die elektronischen Komponenten. Und es wird Zeit, dass ich euch einmal vorstelle, was genau ich in meinen Goblin 500 Sport einbauen möchte. Kommen wir zuerst zu dem Motor. Wie gehabt zähle ich auf die Produkte der Firma Contronic. Ich habe mich für ein Pyro 612 entschieden. Diesen Motor fliege ich auch bereits in meinem anderen Goblin 500 und dieses kleine Biest hat wirklich jede Menge Power, passt perfekt rein, die Welle passt. Also diesen Motor kann ich euch wärmstens empfehlen. Als Regler kommt passend dazu ebenfalls von Contronic ein Jive Pro dazu. Der Jive Pro hat bereits ein HV-BEC und wir können ihn komplett über die Proc-Unit, über den Rechner einstellen, was die Sache sehr viel einfacher macht. Und ja, mit diesem Regler habe ich sehr, sehr viele gute Erfahrungen gemacht. Und gerade im Low-APM-Bereich, den ich ja sehr stark bevorzuge, also im Teillastbereich, sind diese Regler einfach nicht zu toppen. Wie schon bereits erwähnt, wir können jetzt Standard-Servos verwenden, was ich natürlich auch sofort tue. Auf der Taumelscheibe kommen von Graupner die HBS 860 BBMG Servos zum Tragen. Das sind High Voltage Brushless Servos. Die benutze ich auch in meinen anderen großen Maschinen und sind HV-Servos. Und ich habe wirklich nur gute Erfahrungen damit gemacht. Die haben auch schon mehrere Crashs überstanden. Ich habe nichts ausgetauscht, es ist nichts ausgefallen. Also ich kann diese Servos wirklich nur jedem empfehlen, der vielleicht auch ein bisschen auf das Geld gucken möchte, weil die Servos sich im mittleren bis unteren Preissegment bewegen, aber trotzdem super sind. Also sind ein echter Geheimtipp. Passend dazu benutze ich für das Heck die HBS 77 BBMG Servoreihe für, wie gesagt, für das Heck. Und passend dazu als Flybarless-System kommt das Graupner Hot, ist eigentlich nur ganz klein, das GA18. Wir haben hier einen kombinierten Empfänger mit Flybarless-System, das heißt, wir sparen uns einen Haufen Kabelgewurstel, wir haben Telemetrie mit drin und das Beste ist, wir können das gesamte Flybarless-System vom Sender aus einstellen. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwas am Flugfeld testen möchten, dann einfach landen, am Sender kurz was umstellen. Wir müssen die Haube nicht abnehmen, gar nichts und können sofort, nachdem wir was umgestellt haben, wieder abheben, ausprobieren, weiterfliegen. Also macht die Sache wirklich super easy und das System ist wirklich kinderleicht einzustellen, aber das werdet ihr nachher noch sehen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns daran, direkt einmal die elektronischen Komponenten einzubauen.
Wie ihr sehen könnt, sind die Servos jetzt schon alle fest eingebaut. Ich gehe mit euch jetzt nochmal schnell die Schritte durch, die wir gemacht haben. Also als erstes habt ihr ja gesehen, ich habe die Servos an das Flyballast-System angesteckt, damit die in Mittelposition fahren. Habe dann die Servohörner aufgesteckt, damit ich ungefähr weiß, wo die ungefähr in Mittelposition sitzen. Habe die bestmögliche Position gewählt, damit sie halbwegs gerade stehen. Habe mir das markiert. Habe dann die anderen 3 Richtungen von den Servohörnern abgeklemmt. Danach müssen wir den Kugelkopf montieren. Hier ist es sehr praktisch bei den Graupner Servos. Ich hoffe, man kann das halbwegs sehen. Da habt ihr hier neben den Löchern so kleine Zahlen. Das gibt an, wie weit das Loch entfernt ist von der Mitte dieser Schraube. Und genau das ist das, was wir zum Beispiel hier benötigen. Hier steht, dieser Abstand soll 15 bis 17 mm sein. Ich hatte hier bei meinem Servo an diesem Punkt 16 mm dran stehen. Deswegen habe ich jetzt dann einfach dieses Loch gewählt. Da muss man nicht groß rummessen, sondern man kann das hier direkt ablesen. Das ist eigentlich recht praktisch. Wenn der Kugelkopf auf dem Servohorn montiert ist, dann habe ich das Servohorn einfach am Servo festgeschraubt mit der Schraube, die beim Servo dabei war. Beim Heckservo geht das relativ einfach, das Servo danach im Heli zu befestigen. Wir brauchen hier nur 2 so kleine Carbonplättchen und 2 Schrauben, die von hier reingehen. Auf der anderen Seite wird es schon ein bisschen komplizierter. Ihr habt gesehen, ich habe den Heckboom wieder demontiert, deswegen waren die Schrauben hier alle von Anfang an nicht wirklich festgemacht, sondern ich wusste schon, dass ich ihn wieder demontieren muss, weil dann kommen wir einfach von hier aus auch viel besser ran. Dann kann man hier die Plättchen zum Beispiel festhalten und von hier aus könnt ihr mit dem Schraubenzieher durch und dann die Schrauben hier festziehen. Müsst nicht um die Ecke. Da kann ich noch dazu sagen, diese beiden Löcher hier habe ich mir mit dem Dremel etwas erweitert, weil die waren für meinen Typ Schraubenzieher, der war ein bisschen zu dick, der hat hier nicht durchgepasst, deswegen habe ich die Löcher hier ein bisschen erweitert. Alles gar kein Problem. Bei den Taumelscheiben-Servos ist das Ganze dann ein bisschen tricky. Wir haben aufgrund dessen, dass wir sowohl auch MIDI als auch Standard-Servos verwenden können, ist hier, wie ihr in der Anleitung sehen könnt, jede Menge Zeug dabei. Also auch verschiedene Adapter und Halterungen. Für die Graupner Servos, für die Full-Size Servos brauchen wir von den ganzen mitgelieferten Carbonplättchen die größtmöglichen. Die kommen dann hier vorne dran. Und ihr seht auch hier in der Anleitung, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten mit langem Kugelkopf, mit kurzem Kugelkopf, mit Carbonplättchen davor oder dahinter. Das müsst ihr persönlich ausmessen, wie das bei euren Servos passt. Ihr müsst einfach nur einen gewissen Abstand von der Servo-Oberkante bis hier zur Mitte vom Kugelkopf erreichen, damit die ganze Geometrie stimmt. Aber ja, jetzt seht ihr, es sitzt alles an Ort und Stelle. Ich muss auch nicht mehr an die Servohörner dran. Das ist der Grund, warum wir das vorher gemacht haben, weil jetzt kämen wir nicht mehr an die Servohörner dran. Das haben wir aber vorher schon alles erledigt. Und als nächstes kümmere ich mich um Motor und Regler. Und ganz zum Schluss verkabeln wir dann hier das ganze Zeug. So, wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt auch schon den Motor eingebaut. Das Ganze geht eigentlich relativ einfach von der Hand. Der Motor wird von unten festgeschraubt, dann macht ihr das Riemenrad drauf. Hier das Riemenrad drauf. Ihr achtet einfach nur darauf, wie rum ihr den Motor aufschraubt, sodass die Kabel dann hier zum Schluss auch schön hier über die Seite drüber laufen. Das Riemenrad würde ich noch nicht von Anfang an komplett festziehen, sondern nur erstmal provisorisch. Denn das Ganze wird ja dann hier bis zum Anschlag reingeschoben, dann könnt ihr das erstmal festmachen. Als nächstes legt ihr dann den Motorriemen hier über das Riemenrad und hier hinten über das Antriebsrad. Dann zieht ihr die ganze Geschichte wieder ein Stückchen nach vorne, arretiert es dann und dann dreht ihr einfach hier an dem Motor eine Zeit lang, ein paar Umdrehungen lang und dann beobachtet ihr, was hier hinten passiert. Der Motorriemen sollte weder hier über das Zahnrad drüber laufen und halb runterhängen, noch sollte er hier oben schleifen. Also im Idealfall sieht man ein ganz klein bisschen von dem Zahnkranz hier. Einfach mit gesundem Menschenverstand einfach überprüfen. Es sollte möglichst mittig auf dem Zahnrad laufen. Wenn es das tut,
Dann könnt ihr hier anhand der 2 Madenschrauben das Riemenrad richtig schön festziehen. Und zum Schluss öffnet ihr hier nochmal die ganzen Schrauben und zieht alles zusammen richtig weit nach außen, dass der Motorriemen auch richtig schön gespannt ist. Und dann macht ihr hier diese 6 Schrauben hier wieder zu. Und schon ist das Ganze fertig. Das nächste, was wir jetzt machen werden, ist, wir kümmern uns um den Regler. Wie ihr sehen könnt, habe ich an meinen Regler jetzt hier schon meine Goldkontaktstecker für den Akku dran gelötet. Und ich werde auch den Regler direkt hier an den Motor dran löten. Ich werde hier keine Steckverbindung machen, weil erstens Steckverbindungen immer eine Fehlerquelle sind und zweitens brauchen wir das eigentlich auch nicht wirklich. Der Regler kommt hier unten rein. Da habe ich auch anhand, wie schon in der Anleitung empfohlen, mit dem Bohrer hier 4 Löcher in das Plastikchassis gemacht. Da könnt ihr dann später eure Kabelbinder durchziehen, um den Regler auch zu befestigen. So, wie gesagt, der Regler kommt ja dann hier unten rein und die Motorkabel kommen dann hier raus und gehen direkt hier dran. Jetzt können wir dann gleich mal überprüfen, wie es mit der Länge so aussieht. Ja. Nur so ganz grob, eigentlich kommen die Kabel ja hier raus. Also, ja, wir sehen schon, wir könnten die Kabel jetzt noch so ein bisschen kürzen. Was ich auf jeden Fall, warum ich euch das jetzt zeige, ist, hier hinten haben wir den Jumper. Den benötigen wir für die Programmierung. Das heißt, wir müssen auch erstmal mit unserem Sender dann auch mal die Gaswerte einlernen. Und der ganze Rest mit der Programmierung über die Proc-Unit passiert hier vorne über den Master-Eingang. Das heißt, wir müssen sowohl an diesen Steckplatz kommen, als auch an diesen. Und deswegen möchte ich den Regler jetzt noch nicht fest hier einbauen, sondern erstmal den Regler provisorisch unten reinlegen, die Motorkabel oder hier die Reglerkabel soweit kürzen und hier direkt verlöten, aber das Ganze noch so locker lassen, dass wir nachher dann an die Programmierung herankommen. Gut, dann mal los. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt sowohl den Motor eingebaut, als auch den Regler hier schon mal mit dem Motor verlötet. Für all diejenigen, die jetzt der Meinung sind, ich weiß ja gar nicht, ob der Motor nachher richtig rumdreht, genau das können wir dann über die Proc-Unit, über den Rechner einstellen. Deswegen habe ich das jetzt hier schon alles fest verlötet. Das erste, was wir jetzt machen müssen, wir müssen vom Sender die Gasknüppelwege einlernen. Dazu habe ich jetzt wieder Strom hier auf mein Empfänger-Flybarless-System gegeben. Und habe jetzt hier meinen Sender, ich habe das richtige Modell. Was jetzt ganz wichtig ist, ich überprüfe jetzt, ob ich jetzt bei der Gaskurve, bei der jetzigen Flugphase, die ich drin habe, ob ich da hier auch wirklich eine von 0 bis 100 eine lineare Kurve habe. Das habe ich. Und was jetzt ganz wichtig ist, ich stecke jetzt gleich einen Akku an den Regler an und sobald das passiert ist, muss ich dann hier den kleinen Jumper rausziehen. Dadurch geht der Regler dann in den Programmiermodus. Und dann wollen wir den Mode 4 einstellen. So, ich stelle jetzt nochmal sicher, dass ich auch hier an meinen Jumper dann gleich auch dran komme, aber der hat hier so eine kleine Schlaufe, das ist ganz praktisch, dadurch kann ich dann da dran ziehen. Passieren kann nichts Großartiges, denn wir haben ja hier keine Hauptrotorblätter und wir haben ja nicht mal ein Heck montiert. Das heißt, selbst wenn der Motor dreht, kann ja nichts Schlimmes passieren. Sollte aber eigentlich nicht passieren. Ich habe zur Sicherheit den Gasweg hier, den Knüppel auf ganz unten, was minus 100 entspricht. Und jetzt stecke ich das Ganze mal an. Und ziehe hinten den Jumper raus. Und jetzt warten wir, bis es 4-mal piept. Das wäre jetzt Mode 1, Mode 2, Mode 3 und Mode 4 bestätigen wir mit Knüppel nach oben. Das ist die Bestätigung vom Regler. 1, 2, 3, 4 heißt, er hat Mode 4 eingelernt. Das war's auch schon. Jetzt können wir den Regler wieder abstecken.
habe jetzt die Modusprogrammierung und die Gaswegprogrammierung abgeschlossen. Das heißt, mein Regler kennt jetzt den gesamten Knüppelweg von meinem Sender und weiß, dass er sich im Heli-Modus befindet. Das heißt, keine Bremse und ein Governor-Modus. Den ganzen Rest wie BEC-Spannung und mögliche Alarme und die Übersetzung, das stellen wir jetzt alles am Rechner ein. Dazu ziehen wir das Masterkabel hier aus dem Regler raus und legen das zur Seite. Dann nehmen wir von unserer Proc-Unit, da sind zwei Ausgänge dran, zwei Kabel. Wir nehmen nicht das hier, sondern das mit dem Verlängerungskabel und stecken das hier in den Mastereingang. Das USB-Kabel verbinden wir jetzt aber noch nicht, sondern wir gucken, dass hier alles schön verbunden ist, stecken jetzt den Akku an und jetzt wartet ihr, bis die Proc-Unit, so wie bei mir, schön langsam vor sich hin blinkt. Das ist jetzt der Bereitschaftsmodus und jetzt könnt ihr das USB-Kabel nehmen und in euren Rechner stecken und dann die K-Config-Software, welche ihr auf der Contronic-Homepage für Windows herunterladen könnt, die könnt ihr jetzt starten. Und da haben wir auch schon unser Fenster. Und jetzt können wir hier zum Beispiel die BEC-Spannung hochstellen von 5,6 auf 8. Drehzahltyp, Governor, Sanftanlauf. Hier könnt ihr zum Beispiel noch die Hochlaufzeit einstellen, wie lange der Regler brauchen soll, bis er hochläuft. Hier habt ihr noch Möglichkeiten für Abschaltung von Zellen, Kapazitätslimit, dass der Motor sich ausstellt, wenn eine bestimmte Kapazität überschritten ist. Ob ihr eine Bremse wollt, die Polzahl von eurem Motor, die Getriebeübersetzung. Hier auch sehr witzig, wenn ihr zum Beispiel ein Graupner Telme benutzt, dann könnt ihr hier die Akku-Unterspannung einstellen oder ein Kapazitätslimit. Das heißt, ihr könnt euch warnen lassen über euren Sender, wenn zum Beispiel eine Akku-Unterspannung anliegt. Oder was ich auch sehr häufig benutze, ist zum Beispiel, ich setze ein Kapazitätslimit von, ich benutze 5000er Akkus, sagen wir mal 3500. Das heißt, wenn ich 3500 mA rausgeflogen habe, dann warnt mich mein Sender automatisch und sagt Kapazitätslimit und ich weiß, ich muss landen. Ich kann hier zum Beispiel noch einstellen, dass ich gewarnt werde, wenn ich einen Motorstrom überschreite, eine bestimmte Temperatur. Das sind alles Sachen, die könnt ihr nach eurem persönlichen Belieben einstellen. Und hier seht ihr auch noch die Softwareversion von eurem Regler. Das heißt, wenn es eine neue Version gibt, dann könnt ihr hier auch überprüfen, ob ihr die braucht. Und was jetzt eben für uns dann auch ganz wichtig ist, ist hier die Drehrichtungsumkehr. Denn wir testen jetzt gleich, ob der Motor in die richtige Richtung dreht. Wenn er das nicht tut, können wir das hier umstellen. Für den Anfang drücke ich jetzt erstmal auf Regler speichern. Dann kriege ich hier eine Bestätigungsmeldung und dann mache ich das Ganze erstmal wieder zu. Ziehe das hier ab und stecke meinen Akku ab zur Sicherheit. Und jetzt werde ich als nächstes testen, ob der Motor in die richtige Richtung dreht. Das erste, was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte mir zur Sicherheit einen Autorotationsschalter festlegen. Das ist bei mir standardmäßig immer der hier. Dazu gehe ich hier in die Funktionen rein, auf Flugphasen, Autorotation, neu. Und dann kann ich jetzt hier den Schalter definieren. Jetzt betätige ich den Schalter und jetzt fragt er mich, in welcher Position soll denn jetzt Autorotation an sein. Hier vorne dieses Dreieck entspricht, wenn der Schalter zu mir zeigt. Der Kreis bedeutet, der Schalter ist in der Mitte und das hintere Dreieck, wenn es hinten ist. Ich möchte, dass wenn der Schalter zu mir zeigt, die Autorotation gezogen ist. Deswegen sage ich, vorne ist das ein. Das kann ich jetzt ganz leicht überprüfen. Ich gehe wieder raus. Und jetzt sehe ich, wenn ich den Schalter nach vorne ziehe, dann steht hier Autorotation und hier ist meine normale Flugphase. Gut, das reicht dann schon. Ich brauche immer auf jeden Fall einen Autorotationsschalter für die Sicherheit. Da kann dann wirklich nichts passieren. Da liegen dann minus 100% am Gaswert an. Jetzt, jetzt lassen wir mal die Autorotation drin. Den Knüppel nach unten. Ich habe jetzt hier wieder mein Kabel angesteckt
Das geht hier in Kanal 6, das ist bei Graupner der Gaskanal, in Kanal 6 von meinem Empfänger. Wie gesagt, keine Blätter dran, kein Heck. Es kann also nichts passieren, wenn sich irgendwas dreht. Das ist ganz wichtig, damit ihr euch nicht verletzen könnt. Jetzt stecke ich den Akku an. Der Regler initialisiert, was auch gleichzeitig bedeutet, er hat den niedrigsten Gaswert erkannt. Das ist ganz wichtig, weil der Regler initialisiert sich nicht, wenn ein Gaswert anliegt, damit er eben nicht anläuft. Aber wir haben unseren Knüppel unten, wir haben die Autorotation drin, also ist alles im sicheren Bereich. Jetzt kann ich die Autorotation rausnehmen. Es passiert immer noch nichts, weil ich bin ja hier immer noch bei minus 100%. Und jetzt schiebe ich den Gasknüppel ein ganz kleines Stückchen nach oben, nur um zu sehen, in welche Richtung der Motor sich dreht. So, ihr habt gesehen, der Motor dreht in die richtige Richtung, der Helikopter ist ein Rechtsdreher, er dreht rechts rum, also alles bestens, wir müssen nichts umstellen. Wunderbar. Ich habe jetzt noch einmal meine Proc-Unit angeschlossen an den Regler, denn ich möchte jetzt noch ein paar Kleinigkeiten einstellen. Wenn ihr zum Beispiel die Drehzahl ablesen wollt anhand von Telemetrie, dann müsst ihr hier zum Beispiel auch die Polzahl einstellen. Mein Pyro 612 hat eine Polzahl von 10. Jetzt brauche ich noch die Getriebeübersetzung. Die kann ich aus dem Handbuch entnehmen. Da seht ihr hier. Ich habe das standardmäßige 18er Riemenrad auf dem Motor drauf. Das entspricht einer Übersetzung von 9,18 zu 1. Und genau den Wert nehme ich mir jetzt und trage hier 9,18 zu 1 ein. Alles klar, Polzahl 10, Bremse keine. Das hier brauche ich nicht. Drehrichtungsumkehr brauche ich auch nicht. Ich habe mir jetzt hier mal einen Alarm eingestellt für meine 5000er Akkus. Das hier drüben, das brauche ich eigentlich nicht. Als kleiner Tipp, wenn ihr mal irgendwie nicht wisst, was genau irgendwas ist, ihr könnt hier drüber gehen mit der Maus und dann seht ihr hier unten eine kleine Info, was das ist, was es bewirkt, welche Werte normalerweise eingestellt werden. Könnt ihr auch mal ein bisschen nachlesen, wenn es euch interessiert. Ich habe jetzt alles eingestellt, was ich brauche und ich gehe jetzt hier drüben auf Regler speichern. Alles klar, mache das hier wieder zu, stecke es ab. Und damit bin ich mit meiner Reglerprogrammierung auch schon fertig.